Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Streamlight die ProTac HLX. Die Amerikaner loben Surefire und Streamlight. Also zumindest haben wir das so mal nachgelesen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir holen uns mal eine Streamlight ProTac hierher, um mal zu gucken, was ist dran an dem Hype von diesen Lampen. Sind die wirklich so gut? Was können die? Die HLX gibt es hier einmal als Waffenlampe in der Variation, natürlich nicht für die normale Zivilbevölkerung in Deutschland erhältlich, aber eben auch als Handheld-Version, wie ich sie hier jetzt gerade in den Händen halte, und da ist sie verfügbar. Die Lampe arbeitet mit einer C4-LED und hat eine Leistung von maximal 1000 Lumen. Bedient wird sie mit einem einfachen Endschalter, der verschiedene Modi zulässt, das erzähle ich euch gleich. Der Schalter ist ein bisschen geschützt durch 3 verschiedene Erhöhungen rund um den Knopf. Das heißt, wenn ich so drüber fahre, ist der Knopf eigentlich komplett geschützt. Ich kann aber jederzeit trotzdem gut an den Knopf gelangen. Und das gibt natürlich dann der Lampe auch die Möglichkeit, auf dem Hintern zu stehen. Eine Besonderheit hier gerade für den taktischen Einsatz ist der Clip. Der ist nämlich hier in einer doppelten Ausführung untergebracht quasi. Also man hat einmal diesen typischen kurzen Clip und dann aber einmal einen langen Clip. Also normalerweise ist es ja so, es wird hier so ein Ring dran geklippt und dann hat man hier einen Clip, der nach unten geht, damit man das so in der Hosentasche tragen kann. Das kann ich hier auch, indem ich sie so in die Hosentasche stecke und diesen kurzen Clip benutze. Ich kann sie aber auch mit dem Lampenkopf nach oben und hier mit dem langen Teil dann irgendwo an der Ausrüstung tragen. Zum Beispiel, wenn ich hier so eine elastische Tasche habe, dann kann ich das hier einhängen und dann habe ich wirklich einen sehr langen Weg, wo die Lampe gehalten und gesichert wird. An Wolle funktioniert das noch besser und damit habe ich dann hier eine gute Möglichkeit, die Lampe zu transportieren. Den Clip könnt ihr übrigens auch dazu benutzen, wenn ihr keine Kopflampe zur Verfügung habt. Dann könnt ihr einfach hier den Clip an eurer Kappe, wenn ihr eine zur Hand habt, oben befestigen und dann könnt ihr die Lampe einschalten und damit dann auch arbeiten. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich nicht die Linse vom Stefan treffe und den erblinden lasse. So, ist natürlich deutlich schwerer jetzt als eine Kopflampe, hat mehr Gewicht, aber es funktioniert auf jeden Fall als Notkopflampe. Zum Größenvergleich habe ich euch hier mal eine Surefire mitgebracht, und zwar eine G2 XLE. Da seht ihr, die Lampen sind ungefähr gleich groß. Die Streamlight ist ein bisschen größer, hat dafür aber auch mehr Bums. Die Surefire kommt mit 600 Lumen um die Ecke, während die Streamlight mit 1000 Lumen in der Maximalleistung Licht bringt. Ansonsten ist die Lampe ca. 350 Gramm schwer und ihr habt eine Gesamtlänge von 157 mm in der Länge und einen Durchmesser Lampenkopf 34 mm. Das ganze System ist natürlich IPX7 wasserdicht, Dichtungsringe sind vorhanden. Betrieben wird sie entweder mit 2 CR123 Batterien, die auch im Lieferumfang enthalten sind, oder 18650. Es gibt auch eine Version, die heißt dann USB. Da ist der 18650 Akku gleich mit dabei, mit integriertem Ladegerät. Also der Akku hat einen Anschluss zum Laden. Diese Version, die wir hier haben, ist aber für den Batteriebetrieb mit 2x CR123. Was mich sehr erstaunt hat, ist, weil die Amis ja sagen, so super robuste, tolle Lampen, die alles können. Mir ist immer ganz wichtig bei Taschenlampen, dass die Federelemente in der Tailcap und aber auch vorne an der Elektronik sind, damit die Batterien einfach beidseitig federgelagert sind. Wenn die Lampe runterfällt, kann es sonst passieren, dass die Batterien durch die Elektronik schlagen und alles zerstören. Das ist hier bei der Lampe nicht der Fall, die hat nur in der Tailcap die Federn. Von daher, wenn ihr die Lampe auch selber habt und vielleicht auch schon gerichtet habt, lasst uns wissen, schreibt es uns in die Kommentare. Das würde mich wirklich mal brennend interessieren. Ja, ansonsten von der Bedienung her ist sie, wie soll ich sagen, es ist gewöhnungsbedürftig. Ja? Man hat hier einmal natürlich die Möglichkeit, sie einzuschalten, immer voll Power. Mit einem Doppelklick habe ich Strobe. Das wäre noch die Variante. Und dann, um in den Low-Modus zu kommen, muss ich 3-mal drücken. Das heißt, wenn sie an ist, drücke ich 3-mal kurz. Ihr seht schon, das ist nicht so einfach. So, jetzt habe ich den Low-Modus an. So, das heißt, ich drücke 3-mal, um den Low-Modus zu bekommen. Das ist die Default-Einstellung, wie die Lampe kommt. Wenn ihr euch jetzt die Bedienungsanleitung anschaut, dann seht ihr, okay, sie hat 1000 Lumen in der Maximalleistung. Dann habt ihr
400 Lumen in der mittleren Stufe, und 65 Lumen in der Low-Stufe. Dann fragt ihr euch erstmal, okay, mittlere Stufe gibt es hier irgendwie gar nicht. Genau, und das ist nämlich der Clou an der Lampe, was ich auch tatsächlich sehr cool finde. Denn hier habt ihr 3 verschiedene Betriebsmodi, mit denen ihr fahren könnt. Wie gesagt, Default-Modi ist immer High, Doppelklick, Strobe. Doppelklick, schneller Doppelklick machen. Ich bin zu langsam mit meinem Daumen. So, also einschalten und dann Doppelklick. So, Strobe, Doppelklick. Und dann, wenn ihr 3-mal drückt, habt ihr den Low-Modus. So. Also das finde ich zum Beispiel, wie ihr schon gerade gemerkt habt, nicht sehr intuitiv und auch nicht stressresistent. Ich muss mir zu viel merken, ich muss zu viel klicken, bla bla. Das gefällt mir bei der Surefire zum Beispiel besser. Da habe ich einmal drücken High und das zweite Mal drücken Low. Genau, so low, dass man da hinten gar nichts mehr sieht. Ja, aber wie gesagt, diesen Modi kann ich umschalten, indem ich jetzt 9-mal kurz hintereinander drücke und dann gedrückt halte. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gedrückt halten, dann geht sie an und aus. Jetzt drücke ich einmal. Und jetzt müsste der zweite Modi aktiv sein. Das bedeutet, ich habe nur noch den High-Modus, sonst nichts. Ich kann hier drücken, so viel ich will. Es passiert nichts. Ich habe nur den High-Modus. Das finde ich geil, wenn ich sage, ich brauche diesen ganzen Quatsch nicht, kein Low, kein irgendwas. Ich will einfach nur den High-Modus haben. Bin ich in dem Modus hier genau richtig. Hier kann ich drücken, so viel wie ich will. Es wird mir niemals passieren, dass ich versehentlich in den Low-Modus oder in den Stroboskop-Modus komme. Dritter Modus, jetzt kommt nämlich die mittlere Leuchtstufe zum Einsatz. Wieder dasselbe Spiel, 9-mal drücken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt habe ich die Variante, dass ich in Low starte und hier mit einem Doppelklick in Medium und in den High komme. Also Low, Doppelklick Medium, Doppelklick High. Na, da ist er, hier, High, genau. So, das wäre jetzt was, wo ich sage, ich brauche mal ein Mittel, mal Low, mal High. Kann ich hier mit dieser Lampe dann wunderbar realisieren. Wie gesagt, mir gefällt am besten der zweite Modus. Einfach nur volle Power, 1000 Lumen. Und das kann sie gut. Hat sie übrigens dann eine Leuchtdauer von ca. 3,5 Stunden in der größten oder in der höchsten Leuchtstufe. Habt ihr die Lampe im Betriebsmodi mit 1000 Lumen, habt ihr eine Reichweite von ca. 300 Meter und eine Leuchtdauer oder eine Einsatzmöglichkeit bis zu 1,5 Stunden. Im mittleren Modus sind es 400 Lumen bis 3 Stunden und im Low-Modus sind es 65 Lumen für ganze 20 Stunden. Wozu habe ich hier eine Nalgene-Flasche stehen, hat mich der Stefan vorhin gefragt. Natürlich, um hier auch nochmal die Wasserdichtigkeit zu prüfen. Lampe ist zu, Lampe wird versenkt, Lampe wird geschlossen. Jetzt mache ich das, was ich beim Hannes gesehen habe. Das fand ich nämlich total cool. Da habe ich einfach hier Disco mit der Nalgene gemacht und tatsächlich hat sie sogar einen Rotlichtmodus, wie ich gerade sehen kann hier. Also wenn ihr eine rote Nalgene habt, könnt ihr auf jeden Fall auch rot leuchten mit der Lampe. Aber ihr seht, die Wasserdichtigkeit, zumindest jetzt mal in der Tiefe hier, der ich es jetzt mal testen konnte, ist gegeben, bestanden, passt. Ist die Streamlight Pro TAC HLX besser als andere Hersteller? Das können wir so gar nicht pauschal beantworten. Dazu müssten wir sie jetzt noch mal wirklich langfristig mal testen. Das, was wir jetzt allerdings hier in unserem kurzen Testzeitraum hier mal erörtert haben, ist sehr gut. Also wir haben eine sehr saubere, klare Linse, wir haben einen schönen fokussierten Strahl. Die Lampe wird nicht zu heiß, der Clip ist cool. Die Bedienung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber auch das ist wiederum präferenzenabhängig oder geschmacksabhängig von dem jeweiligen Nutzer. Ansonsten sehr, sehr coole Lampe. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Die Pro TAC gibt es bei Riken Company. Der Link ist unten eingeblendet. Wie findet ihr Streamlight? Schreibt es uns in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle Lack. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.